In unserem Dorf gab es Konflikte. Mein Mann ging immer öfter und länger ins Männerhaus, um dort mehr Macht zu bekommen. Aber es muss ein Opfer geben, damit die Kraft stärker werden kann. Der Bruder meines Mannes warnte mich. Er sagte, ich solle lieber fliehen, denn mein Mann würde bald mich und Martha töten. Also nahm ich Erdnüsse aus unserem Garten und ging zur nahegelegenen Mine. Dort gibt es einen kleinen Markt. Ich verkaufte die Nüsse, um das Boot nach Madang bezahlen zu können. Von dort aus haben wir uns dann bis hierher, nach Alexishafen, durchgeschlagen. Ich hatte vom Schutzhaus gehört. Jetzt sind wir bei Schwester Thekla. Im Schutzhaus für Frauen in Alexishafen ist Vero James in Sicherheit. Hier kommt sie unter, solange es nötig ist, und kann sich und ihre kleine Tochter versorgen. Im Garten gibt es eine Kochstelle, die die Frauen nutzen dürfen. Hier kann Vero zur Ruhe kommen. Einkommensschaffende Maßnahmen helfen den Frauen, die Zeit zu überbrücken und sich etwas dazu zu verdienen. 2/3 der rund 5 Millionen Frauen in Papua-Neuguinea leben auf dem Land. Viele von ihnen in schwer zugänglichen Tälern und abgelegenen Dörfern. Für die meisten von ihnen hält das Leben eine frühe Ehe und einen Alltag in Armut bereit. Frauen haben weniger Zugang zur Bildung, sie werden diskriminiert, geschlagen oder der Hexerei beschuldigt. Mit 67% erfahren überdurchschnittlich viele Frauen im Inselstaat Gewalt. Das hat mit kulturellen Normen zu tun, aber auch mit großen Spannungen, die der Wandel zur Moderne mit sich bringt. Unser Denken muss sich verändern. Unsere kulturell bedingten Muster müssen sich weiterentwickeln. Dafür tun wir mit unserer Arbeit wirklich viel. Wir stehen an der Seite der Frauen und sprechen in den Dorfgemeinschaften immer und immer wieder über Menschenrechte und über die Rechte der Frauen. Schwester Thekla Ramok leitet das Schutzhaus für Frauen der katholischen Kirche in Alexishafen. Es ist eines von landesweit inzwischen 5. Allen steht sie als Präsidentin vor. Sie sagt, unsere Regierung tut nichts für diese Frauen, also tun wir es. Die 55-Jährige ist bekannt für ihre zupackende und dabei bedachte Art. Sie wird respektiert, gerade auch von den Männern. Für die betroffenen Frauen ist Schwester Thekla mit ihrem Team mehr als Zuflucht. Sie hört zu, spendet Trost und überlegt gemeinsam mit den Frauen die nächsten Schritte. We are not only dealing with women coming with problems and accommodating them and doing counseling services there, but wir kümmern uns nicht nur um die Frauen, die zu uns kommen auf der Suche nach Hilfe. Wir gehen auch bewusst raus in die Dörfer, um mit den Gemeinschaften ins Gespräch zu kommen. Die Menschen müssen verstehen, was sie gegen die Konflikte tun können, die ihre Familie belasten oder gar zerstören. Die Themen kommen also von außen zu uns ins Schutzhaus und wir spielen das zurück in die Dörfer. Wie in Malmal, einem kleinen Dorf an der Küste. Hier leben Maggie und Frankie Duadak mit ihren 5 Kindern. Frankie trank, schlug seine Frau täglich. Schließlich wandte sich Maggie an Schwester Thekla. Die ging mit zu Gericht, bewahrte Frankie vor dem Gefängnis und vermittelte die Aussöhnung. Das ist 9 Jahre her. The promise was witnessed by Sister Thekla and the staff, police and village elders. Am Ende war Schwester Thekla Zeugin meines Versprechens, auch die Polizei und andere aus dem Dorf. Ich schwor an jenem Tag, dass ich nie mehr in meinem Leben meine Frau schlagen werde. Dann haben wir einen Baum zusammengepflanzt und jeden Morgen, wenn ich aufwache und diesen Baum sehe, erinnert er mich an mein Versprechen. Bis heute habe ich es kein einziges Mal gebrochen. It's 9 years now. I never even beat my wife again. Heute hat Frankie dank der Hilfe der Kirche seine Rolle gefunden, nicht nur als Ehemann. Er hat einen kleinen Laden aufgebaut. Gibt es Streit im Dorf, ist er es, der vermittelt. Weiter geht es nach Mogil. Das Dorf mit Kirche und Gesundheitsstation liegt etwas abseits der Straße. Hier trägt die Präventionsarbeit von Schwester Thekla Früchte. Frauen jeder Generation haben sich organisiert und treffen sich regelmäßig. Schwester Thekla ist ein gern gesehener Gast. Wichtiger Teil der Frauenrunde, Francis May. Als Beauftragter für Menschenrechte ist er das Bindeglied zu den Männern der Gemeinschaft. The main problem now is
Men and women have to understand. Männer und Frauen müssen lernen, sich gegenseitig zu verstehen und auf einer Ebene zu begegnen. Ansonsten entstehen große Probleme, hauptsächlich für die Frauen und Mädchen. Create gender-based violence. What are the effects of gender violence that can really destroy the family life? Gewalt gegen Frauen zerstört alles. Aber eine gute Familie ist die Grundlage für die Kirche, für das Land, für eine zukunftsfähige Nation. Nur aus einer festen Familienstruktur heraus können Bürger erwachsen, die dieses Land in eine gute Zukunft führen. Builds good citizen of the country. Und wie geht es weiter für Vera James und ihre Tochter Martha? Vera hat entschieden, noch einmal neu anzufangen. In der Gemeinschaft ihrer Mutter im Hochland, wo sie ursprünglich herkommt und die sie wieder aufnimmt. Die nötige Ruhe dazu findet sie im geschützten Raum des Frauenhauses. Hey.